Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 23 Almost. Seine Sicht. Der Kapitän der Hartpiraten stellt sein Schwert senkrecht neben ihn an die Bank, auf welche er sich keinen Wimpernschlag später setzt, und lehnt sich entspannt zurück. Viele tausende Schneeflocken gleiten vom Himmel auf die weiß funkelnde Erde und machen den Moment beinahe magisch. »Du wirst sie wirklich aufnehmen?« beginnt Beppo ein Gespräch und legt sich seufzend in den kühlen Schnee. Der Eisbär freut sich jedes Mal aufs Neue, wenn das U-Boot eine Winterinsel ansteuert und er dann durch die angenehme Kälte marschieren darf. »Ja, aber sie braucht ein eigenes Schwert. Bis jetzt hatten wir Glück, dass wir keinen Feinden begegnet sind, aber das kann sich schnell ändern.« Der Bär nickt verstehend und begräbt sich weiter unter den angenehmen Schnee. »Captain!« ertönen plötzlich zwei lorbekannte Stimmen. Gelangweilt richtet der Arzt seinen Blick auf die Neuankömmlinge. Sashi und Penguin Dan winkend auf ihn zu, strahlen förmlich die positive Energie aus. Erst als die beiden vor ihm stehen bleiben, bemerkt Lore die Kleine, die Penguin vorsichtig von seinem Rücken lässt. »Teddy!« quietscht sie freudig auf, schenkt dem Arzt keinen einzigen Blick und springt auf den begrabenen Bären. Dieser richtet sich alarmiert auf und fängt den Zwerg. »Wow, Beppo! Ich hab dich gar nicht bemerkt!« ruft Penguin erschrocken, weicht etwas zur Seite und mustert den Eisbären. Beppo nuschelt eine Entschuldigung und setzt das Mädchen neben sich in den Schnee. Ungläubig mustert Lore das Mädchen. Die schwarze Lederjacke in Kombination mit der Mütze erinnern ihn an eine bestimmte Person. Sie lassen ihn nur atemlos starren. »Kora-san.« »So, das Trio ist beisammen. Was willst du jetzt machen?« reißt Sashi ihn zurück in die Realität. Die Kleine zieht sich an den Bären hoch und nuschelt ihm etwas in sein Ohr. »Du wolltest zu Beppo, um ihm etwas zu flüstern?« fragt Penguin ironisch und mustert die beiden. Der Arzt bemerkt, wie die Kleine und der Bär jeweils einen Schneeball formen. Grinsend lehnt er sich zurück und beobachtet die folgenden Ereignisse. »Wir gegen euch!« schreit die Kleine schrill, während Beppo und sie gleichzeitig werfen. Der Koch und der Navigator werden im Gesicht getroffen und fallen rückwärts in den Schnee. Lachend raffen sich die Getroffenen wieder auf. »Na warte, Beppo! Das bekommst du zurück, Imoto!« drohen beide gleichzeitig und die Schneeballschlacht hat begonnen. Amüsiert beobachtet der Kapitän seine Crew. »Wie kindisch. Typisch Zwerg.« Nach einiger Zeit lässt sich die Kleine mit schwerer Atmung neben den Schwarzhaarigen fallen und beobachtet ebenfalls das Trio. Binnen Sekunden sitzt das Mädchen plötzlich auf seinem Schoß, weswegen er sich erschrocken zurücklehnt. »Was machst du?« fragt er sie möglichst ruhig und mustert sie. »Mach doch mit«, versucht sie ihn zu motivieren. »Na, das ist nichts für mich«, antwortet er trocken und legt seine Arme lässig über die Lehne. Auf einmal lächelt sie ihn warm an und vergräbt ihr Gesicht in seiner Halsbeuge. Sofort schlägt sein Herz etwas schneller und seine Muskeln verkrampfen sich ungewollt. »Was ist jetzt los? Was macht sie mit mir? Sind ihre Teufelskräfte schuld?« »Was wird das?« fragt er misstrauisch, versucht emotionslos nach, um mir nicht zu zeigen, wie aufgewühlt er ist. »Mich aufwärmen, ich habe keine Schuhe«, antwortet sie gelassen und umfasst sanft den Stoff seiner Jacke. Überrascht wandert sein Blick zur Seite und tatsächlich trägt sie weder Schuhe noch Socken. »Wieso das denn?« fragt er irritiert mit einer Spur von Sorge nach. »Ich besitze keine und habe vergessen, jemanden zu fragen, ob er mir welche leiht«, antwortet sie gleichgültig und hebt ihre Schultern. »Du hast sie doch nicht mehr alle«, kommentiert der Pirat kopfschüttelnd. Kurzerhand setzt er die Kleine rittlings auf seinen Schoß, öffnet seine Jacke und zieht sie an seiner Brust. »Was mache ich hier eigentlich?« »Wieso machst du das?« nuschelt sie die befürchtete Frage gegen seine Brust. »Ja, wieso mache ich das überhaupt? Kuscheln ist überhaupt nicht mein Ding.« Ihr fragender Blick zwingt ihn zu antworten. »Keine Ahnung, dir ist kalt«, antwortet er wahrheitsgemäß und ohrfeigt sich gleich darauf gedanklich selbst. Zu seiner Überraschung ist nach seinen Worten eine leichte Röte in ihrem Gesicht erschienen, doch genauso schnell ist sie auch wieder verschwunden. Langsam gleitet ihre Hand an seinen Rücken unter den schwarz-gelben Pulli entlang. Ihre Hände sind eisig, jedoch noch nicht so unangenehm oder schmerzhaft, dass er es nicht aushalten könnte. »Schön warm.« Ein wohliger Schauer durchfährt Trafalgar und eine leichte Wärme droht in sein Gesicht zu steigen, weswegen er ihre Hand wieder von seiner Haut nehmen möchte. Doch sie kommt ihm zuvor und binnen Sekunden spürt der Arzt plötzlich den eisigen Schnee an seiner nackten Brust. Fluchend steht er auf und fischt nach dem Schnee unter seiner Kleidung. »Diese hinterlistige Mistgöre«, Das Trio und die Kleine beginnen laut zu lachen, bis Lore sie vernichtend ansieht. »Oh Mist«, wimmert das Mädchen, starrt ihn für einen Moment verschreckt an und steht dann wie vom Blitz getroffen auf. »Lauft!«
ruft sie panisch ihren Nakama zu und rennt Richtung Schiff. Ja, besser so, wenn ich die erwische. Das bekommst du zurück, droht der Arzt und packt sein Schwert und sprintet hinterher. Schnell, Nichan, ein Irrer ist hinter uns her, kreischt das Mädchen atemlos, als Trafalgar aufholt. Ich geb dir, Irrer. Die letzten Meter zum Deck sprinten die vier, um sich dann aufzuteilen. Das Mädchen rennt an dem U-Boot vorbei in den vereisten Wald. Sashi sprintet aufs Schiff, während die anderen beiden erneut zur Stadt laufen. Kurz stoppt der Irre, folgt dann aber der Jüngeren. Ich finde dich sowieso, warnte sie mit leicht erhobener Stimme und geht gemütlich wie ein Mörder in einem Horrorfilm hinter ihr her. Schnell ist sie um einen weiteren Baum gelaufen und dann verschwunden. Ich finde sie, denkt Law sich belustigt. Gedacht, gemacht. Schnell erblickt er sie, die Wangen von der Kälte gerötet und die Atmung durch das Laufen schwer und unregelmäßig. Die Kleine steht mit ihrem Katana in der Hand und sich die Seite haltend, gegen einen Baum gedrückt vor dem Arzt. Schief lächelnd zieht er sein Schwert. Wie war das mit Irrer? Fragt er düster nach und geht einige Schritte auf sie zu. Verstehst du keinen Spaß? Antwortet sie nervös und versucht sich weiter an den Baum zu pressen. Ich lasse mich ungern bloßstellen, erklärt er ihr mit einer Wutader im Gesicht und überbrückt die letzten Meter. Sofort hebt sie ihr Katana und hält ihn somit auf Abstand. Dann eben Training im Freien, lächelt Trafalgar schief und springt auf die Kleine zu. Erschrocken duckt sie sich und fällt anschließend durch Gleichgewichtsmangel zur Seite. Knapp kann sie sich abfangen und sieht zu ihrem Baldkapitän. Trafalgar hat den Baum mit einem Hieb in 2 Teile zerschnitten und die Kleine sieht ihn mit großen Augen an. Willst du mich umbringen? Keift sie aufgebracht, doch einen Moment später springt sie erneut von einem Angriff nach hinten. Warte doch mal, ruft sie panisch und pariert einen Schwerthieb. Schief lächelnd tritt Law eines ihrer Standbeine weg, wodurch sie zu Boden fällt. Schnell rollt sie sich zur Seite, um nur knapp seinem Schwert zu entkommen. Willst du wirklich ernst machen? Schreit sie überfordert und springt hinter Law. Ohne zu antworten attackiert er sie erneut, während er sich auf der Ferse umdreht. Eine leichte Druckwelle entsteht, als die Schwerter aufeinandertreffen. Mit viel Kraft drücken sich beide voneinander ab, schlittern über den schneebedeckten Boden und kommen einige Meter voneinander entfernt zum Stehen. »Beweise mir, dass du das Zeug zur Piratin hast«, meint der Arzt etwas lauter und senkt kurz sein Schwert. Ich soll dich besiegen?« fragt sie ungläubig nach und sieht sich hilfesuchend um. »Nein, du sollst es versuchen«, provoziert er sie und nimmt Kampfhaltung ein. Sie tut es ihm gleich und rennt auf ihn zu. Kurz vor ihm springt sie hoch, drückt sich mit ihrem Schwert von seinem ab, landet hinter ihm und rutscht zwischen seinen Beinen hindurch. Law kann nicht rechtzeitig ausweichen und wird vom Katana am Bein gestreift. Nicht schlecht. Viele Male treffen die Schwerter und die Fäuste aufeinander, wo ab und zu mal einer von beiden getroffen wird. Erneut pariert Law einen Schlag, fasst jedoch unerwartet an ihre Klinge und tritt dann zu. Er trifft sie mit dem Knie an der Seite, wodurch sie gegen den nächsten Baum donnert. Zwar hat er jetzt seine Handinnenfläche zerschnitten und Blut färbt den Schnee unter ihm rot, doch dafür hat er nun einen Punkt. Trotz des Angriffes hat sie ihr Katana nicht losgelassen. Bewundernswert. Schmerzerfüllt stöhnt die Kleine auf und hustet. Die Seite haltend richtet sie sich auf und bleibt schwer atmend gegen den Baum gelehnt stehen, rammt wütend ihren Kopf gegen das Holz hinter sich. Scheiße, ich hab's übertrieben. Schnellen Schrittes geht er auf sie zu, bleibt jedoch wie angewurzelt stehen, als sie warnend die Hand hebt. »Bleib weg!« schreit sie drohend. Langsam geht er weiter auf sie zu. »Geh weg!« keift sie und schmeißt einen Stein nach ihm, dem er knapp ausweichen kann. »Ich wollte dir nicht ernsthaft wehtun«, versucht er sie zu beruhigen. Hat sie jetzt wieder Angst vor mir? Erneut wirft sie einige Steine nach ihm und erst jetzt bemerkt der Arzt auch wieso. Über ihren Körper zucken dunkelblaue Blitze. Der Seestein hatte sie daran gehindert, Kontrolle zu üben. Durch starke Emotionen oder wie jetzt, durch Schmerzen kann sie ihre Kräfte nicht mehr kontrollieren. Vorsichtig geht er weiter auf sie zu, die Hand vor sich gehoben. Hör zu, du kannst sie kontrollieren. Atme tief ein und aus. Konzentriere dich. Versucht es der Kapitän und bleibt kurz vor ihr stehen. Nein, ich! Doch, du kannst das, unterbricht er die Kleine. Sie kneift die Augen zusammen und atmet mehrfach ein und aus. Die Blitze werden immer heller, bis sie schließlich weiß sind. Law überblickt den letzten Meter und stützt sich mit dem Unterarm über ihren Kopf an dem Baum ab. Siehst du, ganz ruhig, redet er weiter. Ruhiger öffnet sie ihre Augen und besieht sich ihre Hände, über die weiterhin weiße Blitze zucken. Panisch sieht sie zu ihm auf, während ihre Blitze leicht an Sattheit gewinnen. Ich kann sie nicht abstellen. Oi,
Nicht schlimm, die Weißen sind ungefährlich, beruhigt er sie. Und das Kribbeln kann beruhigend wirken, du musst dich nur darauf konzentrieren. Kurz herrscht Stille, bis sie warm zu ihm auflächelt. Du hast recht, das fühlt sich gut an, bestätigt sie und lässt mehr weiße Blitze über den Körper huschen. Schweigend zieht die kleine Law etwas an sich, sodass sein Körper ihren berührt. Was machst du? Fragt er möglichst kühl. Das Kribbeln teilen. Nuschelt sie an seine Brust und senkt ihren Kopf, weswegen Law ihre Röte nicht sehen kann. Das Kribbeln teilen? Das hört sich seltsam an. Unsicher schiebt das Mädchen ihre Hände zwischen offener Jacke und Pulli. Nervös legt sie ihre Arme um Trafalgar und drückt sich etwas weiter an ihn, sodass nun auch über seinen ganzen Körper die weißen Blitze zucken. Das fühlt sich wirklich gut an. Law drückt die Kleine etwas von sich weg, gegen den Baum, und hebt mit einem Finger ihr Kinn an. Wie geht's deiner Seite? Fragt er etwas besorgt nach und mustert sie. Hä? Antwortet sie geistreich, weswegen er sich ein Lachen verkneifen muss. Law fokussiert ungewollt ihre Lippen, was der Kleinen nicht verborgen bleibt. Nervös sieht sie zu ihm auf, während er ihrem Gesicht ohne jegliche Kontrolle darüber näher kommt und sein Herz zu rasen beginnt. Geschockt und panisch sieht sie den Älteren an. Law spürt, wie die Voltstärke steigt und springt im letzten Moment zurück. Ihre Blitze werden dunkelblau und erst jetzt bemerkt der Arzt ihren panischen, verstörten Gesichtsausdruck. Binnen Sekunden hat sie sich in Elektrizität verwandelt und ist auf und davon. Gereizt rauft er sich die Haare. Shit, was war denn gerade mit mir los? Bei ihr spielen alle meine Sinne verrückt. Er kickt einen Stein zur Seite und zerschneidet erneut einen Baum mit seiner Klinge, bevor er etwas ruhiger wird. Aber wieso?